longer up and running. When I get to about this point in a seminar, I have this inevitable frustration. Wenn ich gewöhnlich bei einem Seminar zu diesem Punkt komme, bin ich frustriert. Some of my friends took me out last night and we had just a little bit of diet food together. Gestern Abend haben mich einige Freunde eingeladen zum Essen. And my mind kept coming back to what I had said yesterday, but mostly to what I did not say. Und meine Gedanken sind ständig um das gekreist, was ich gestern gesagt habe und vor allem auch das, was ich nicht gesagt habe. It's very painful to realize all of the material that I don't get covered. Es tut mir sehr leid, dass ich sehr viel Material überhaupt nicht erwähnen kann hier. And this is no fault of yours, of course. Das ist natürlich nicht eure Schuld. It's just that there are not enough hours, and even if I had a month, I'm sure that we wouldn't answer all the questions or delve into all the stuff. Das ist ganz einfach die Tatsache, dass wir nicht genug Zeit haben. Das heißt, wenn wir einen Monat zusammen verbringen könnten, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht genügend, um alles zu besprechen. So I will do my very best to cover more material today in hopes that you can go away with lots of little things that you can begin to do immediately that will help you. So, ich hoffe, dass ich heute etwas mehr Stoff durchnehmen kann, damit ihr Handwerkszeug habt, mit dem ihr arbeiten könnt. The subject this morning to begin with is that of objectives or goals. Das Thema für heute Morgen ist Ziele. I didn't cover this yesterday, did I? Objectives? Gestern haben wir noch nicht über die Ziele gesprochen. Are you sure? No. Okay. All right. No, we're not sure. You're not. The thing that we want to look at today is this whole matter of how objectives relate to our personal lives and our corporate endeavors. Der Gedanke, der heute ansteht, ist, wie unsere Ziele in Beziehung stehen zu unserem persönlichen Leben und zu unserer Organisationsplanung. In a few minutes, I'm going to get into the subject of setting objectives and how that relates to spiritual issues such as the guidance of the Holy Spirit and the response of the group, etc., etc. In einem Moment werden wir darüber nachdenken, wie man Pläne und Ziele erstellt in Bezug auf geistliche Zusammenhänge, in Bezug auf Gottes Führung und so weiter. But before I get into that, I need to talk with you about personal goals or objectives. Aber zuerst müssen wir noch über persönliche Ziele und Planvorstellungen reden. Do you realize that far and away most people live and die without ever having a single solitary objective in their lives? Seid ihr euch dessen bewusst, dass sehr viele Menschen leben und auch sterben, ohne auch nur ein konkretes Ziel in ihrem Leben zu verwirklichen oder zu haben? Now wait a minute. Don't write that off as an American exaggerating again. Schreibt das nicht auf als eine Aussage eines Amerikaners, der mal wieder übertreibt. Listen to me for a few minutes, then write it off. Hört zuerst mal ein paar Minuten zu und dann könnt ihr Notizen machen. I heard Earl Nightingale say one time that most human beings never have a single solitary objective in their lives. Nightingale hat einmal gesagt, dass die meisten Menschen kein einziges Ziel in ihrem Leben haben. As the years have come and gone since I heard that, I've now come to conclude that he was probably very conservative in his statement. Über die Jahre habe ich feststellen müssen, dass er sogar noch sehr zurückhaltend war in seiner Aussage. Establishing personal goals or objectives in our lives
is the prelude or the beginning point of leading our groups into corporate goal achievement. Ein persönliches Ziel zu haben, ist eigentlich die Voraussetzung oder die Grundlage, um auch für eine Firma oder eine Gruppe eine Zielvorgabe zu erstellen. The larger the group, the more complex goal pursuit and goal identification becomes. Je größer die Gruppe, desto komplizierter und komplexer wird eine Zielerstellung. But the place to start is with personal goals. Deswegen müssen wir bei den persönlichen Zielen beginnen. Let's talk about that for just a few minutes. Lass uns einige Minuten darüber nachdenken. First, I want you to write this down. Ich möchte, dass ihr euch Folgendes aufschreibt. There is nothing that gives direction to one's life more than personal goals. Es gibt nichts, was dem Leben eine bessere Richtung gibt als persönliche Zielvorgaben. Just simply nothing. Ganz einfach nichts. Let me talk about goal setting in its very, very simplest form. Lass mich über Ziel und Zielvorgaben reden in der ganz einfachen und einfachsten Form. And then we'll go from that. I'll have to do this very quickly though, so bear with me. Wir müssen da sehr schnell drüber hinweg arbeiten. Every one of you, I'm sure, has heard the story I'm going to tell you, but please listen again. Jeder von euch hat sicher diese Geschichte schon mal gehört, aber hört bitte nochmal zu. And no heckling while I tell this familiar story. Und keine Zwischenbemerkungen. Dennis didn't find my study guide either, did he? No. Do you realize how much better I could do if I knew what I was talking about? Flattery to cover up his thievery. Vermisst immer noch seine Studienunterlagen. You know, that study guide is probably on the bottom and the back of a pile somewhere in his office. Everyone has heard this story. Jeder hat diese Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, schon mal gehört. Charles Schwab was the head of U.S. Steel Corporation many, many years ago, probably back in the 20s. Charles Schwab war der Chef der amerikanischen Stahlgesellschaft. There was a brash young management consultant that kept calling up trying to get an appointment with Charles Schwab. Und ein junger Managementberater hat immer wieder angerufen und versucht, eine Terminvereinbarung mit dem Charles Schwab zu treffen. And apparently in a weak moment one day Schwab agreed to see the young man by the name of Lee, Ivy Lee. Und offensichtlich in einem schwachen Moment hat der Charles Schwab dann wirklich einen Termin mit dem I. Lee, dem Managementberater, vereinbart. When Lee finally was ushered into Mr. Schwab's office, he was greeted with some very difficult information. Und als der Lee dann schließlich vorgelassen wurde in Schwabs Büro, hat er dort einige sehr komplizierte Zusammenhänge und Informationen erhalten. Schwab said, "Look, Mr. Lee, I already know infinitely more management than I'm practicing." Schwab hat gesagt, schauen Sie her, ich weiß schon viel mehr über Management Bescheid, als ich eigentlich praktizieren kann. He said, "Secondly, I've only got about 10 minutes that I can give to you for this interview." Zweitens habe ich nur ungefähr 10 Minuten Zeit für diese Besprechung. But he said, "Third, I am in real trouble, and if you can tell me anything that will help me get more done, I'll pay you just nearly anything." Aber drittens bin ich trotzdem in großen Schwierigkeiten und wenn Sie mir helfen können,
mehr zu erreichen in meiner Zeit, dann bin ich bereit, alles dafür zu bezahlen. Well, that would have scared me to death. Das hätte mich zu Tode erschrocken gemacht, But young Ivy Lee just waded right into it. aber der junge Lee hat sich sofort in die Aufgabe hineingeworfen. He said, "Have a seat at your desk there, Mr. Schwab." Er hat gesagt, Herr Schwab, setzen Sie sich an Ihren Tisch. He said, "I want you to take a piece of paper and do the following." Ich möchte, dass Sie ein Stück Papier zur Hand nehmen und Folgendes tun. He said, "I want you to write down on that piece of paper the 7 most important things that you need to get done tomorrow in behalf of US Steel." Ich möchte, dass Sie auf dieses Stück Papier schreiben, die 7 wichtigsten Ziele, die Sie morgen für Ihre Firma erledigen wollen. Schwab picked up a pencil, began to write, and it was difficult, but he made a list of 7 things. Es war nicht ganz I think it was einfach, aber er 7. hat trotzdem diese Liste mit 7 Zielen erstellt. It may have been 9 things, I don't know, it doesn't matter. Es waren vielleicht sogar 9 Ziele, ich weiß es nicht mehr genau, aber es spielt ja auch keine Rolle. In about 2 or 3 minutes, Schwab looked up at Lee, and Lee said, "Fine, now let me tell you what to do." In ein paar Minuten hat er aufgeschaut und den Herrn Lee angeschaut und dann hat der Herr Lee gesagt, gut, prima, ich werde dir jetzt sagen, was als nächstes folgt. He said, "I want you to go back over all of those items with a critical analysis and establish priorities for all of them." Ich möchte jetzt, hat er gesagt, dass Sie nochmal über diese Liste gehen und sich Gedanken machen, welche Prioritäten Sie den einzelnen Zielen zuordnen würden. He said, "Put the number 1 alongside the item that is most important in behalf of the goals of US Steel." Er hat gesagt, schreiben Sie einfach die Nummer 1 hinter das wichtigste Ziel für Ihre Firma. And then tomorrow morning, when you come in, while you're taking your coat off, start working on number 1. Und morgen früh, wenn Sie ins Büro kommen und Ihren Mantel ausziehen, dann beginnen Sie sofort mit dem Ziel Nummer 1. Don't go to number 2 until you finish number 1, if that's possible. Und beginnen Sie nicht mit der Nummer 2, bevor nicht die Nummer 1 abgeschlossen ist, falls das möglich ist. He said, if you don't finish the list, re-evaluate and carry it over to the next day. Und am Ende des Tages, wenn Sie die Liste nicht ganz erledigen sollten, denken Sie neu darüber nach, bewerten Sie neu und erstellen Sie eine neue Liste für den anderen Tag. He said, do it the afternoon or evening prior, not the morning of. Tun Sie das am besten am Nachmittag vorher und nicht am Morgen. He said, do it for 30 days and then send me a check for whatever you think that information is worth. Und befolgen Sie diesen Rat für ungefähr 30 Tage und dann senden Sie mir einfach einen Scheck, was immer Sie denken, dieser Rat wert war. Well, you've heard the story and you know the punchline. Ihr kennt wahrscheinlich das Endergebnis und kennt vielleicht die Geschichte. Charles Schwab not only began doing it, but influenced many of his top managers throughout US Steel to do it. Der Charles Schwab hat nicht nur diese Prinzipien selbst befolgt, sondern auch viele seiner führenden Manager veranlasst, diese Prinzipien durchzuführen. And a month later, he sent Lee a check for $25,000, and he said it's the most important it's the most valuable single piece of information I've ever been given. Einen Monat später hat er dem Herrn Lee einen Scheck über $25.000 geschickt und geschrieben, dass es die wertvollste Einzelinformation war, die er in der letzten Zeit erhalten hatte. Now, I'd like for us to pause here just for a moment and think out loud together, back and forth, about that idea that Schwab began to use. Wir wollen an dieser Stelle kurz innehalten und ein paar Rückfragen stellen über diese Idee, die Schwab hier verwirklichte. What do you think about the idea? How does it strike you? What questions come to your mind? What problems do you see? Was denkt ihr über diesen Vorschlag, über diese Idee? Welche Probleme seht ihr? Sir?
had one area to plan for, U.S. Steel. I have 4 or 5 different areas that I feel are important: family, my work, my ministry in the church, my own personal walk with the Lord. Die Frage oder der Einwand war hier, der Herr Schwab hatte nur ein Projekt, nämlich die Firma, amerikanische Stahlfirma, während ich viele andere Bereiche auch noch habe, wie Familie, mein persönliches Leben mit dem Herrn und verschiedene andere Dinge. Good point. Ja, das ist ein guter Gedanke. And I suspect that Charles Schwab's life was nearly as complex as yours is. Aber ich denke, dass das Leben von Charles Schwab fast genauso komplex war wie deines. But you've made a very good point. Aber du hast trotzdem einen sehr guten Punkt angesprochen. And my answer to that is that the more complex our lives and the more ramifications that we have to deal with, the more necessary that we reduce to paper the things that we're going to try to achieve. Aber meine Gedanken oder mein Einwand ist trotzdem, dass je komplizierter und komplexer unser Leben und unsere Lebensverhältnisse sind, desto wichtiger ist, dass wir uns auf ein Stück Papier unsere Ziele und Vorstellungen aufschreiben. For example, I think you need to block out in your calendar time for your family and your wife. Ich denke, dass du und ihr zum Beispiel Zeiten in eurem Kalender anstreichen und markieren solltet, die ihr mit der Familie verbringen wollt. What other responses do you have to that idea? Welche andere Reaktionen wirft diese Idee auf? Maybe some of you have been doing this for 10 years already. Vielleicht haben einige das auch schon in den letzten 10 Jahren praktiziert. If you'll do it for 30 days, it'll change your life. Wenn ihr das 30 Tage machen würdet, würde euer Leben verändern. My suspicion is that the average Christian worker that I run into could easily do twice as much as he's presently doing if he had this kind of approach to goal setting. Ich habe die starke Vermutung, dass jeder christliche Arbeiter und Mitarbeiter doppelt so viel tun könnte, wenn er diese Vorschläge in die Tat umsetzen würde. Did I make him mad? Ma'am. I learned this quite a few years ago from that same story, and I've been doing it for almost 8 years now. And the thing that I've seen in my work is that it has increased my productivity. The more faithful I am to keeping that list. Ich habe diese Geschichte in vergangenen Jahren auch schon gehört und praktiziere diesen Vorschlag seit 8 Jahren und habe gemerkt, dass die Produktivität in meiner Arbeit wesentlich zugenommen hat. I'm glad for that testimony. Thank you. Who got the $25,000 that time? Die Frage ist, wer die $25.000 eingesteckt hat. It's more by now, after 8 years. One of the things about this approach to life that I'm talking about is that it brings order infinitely more than it brings pressure. Ein Ergebnis dieser Idee ist, dass es Ordnung bringt in das Leben und den Druck wegnimmt. Before I ask for more response, and you still haven't raised one or two of the really big things that I've got to deal with. All right, my good friend back there. One of the Do you speak English? Not very well. Go ahead. if you need an interpreter, let me know. My friend Dale here will. One of the common objections that has been raised to what you're saying is the underlying philosophy that says this is very much the product of Western society. These things can only exist in a modern industrialized environment, but they are very orientated towards things, towards objectives which
are not people centered in themselves, and people, although they're involved in the process, end up taking second place. Good. And that Good point. this is something which could conflict with ultimate Christian values. Der Einwand, der hier kommt, ist, dass diese Idee nur funktioniert in der westlichen Welt und in der westlichen Kultur, wo nicht die Menschen das Zentrum und der Bewertung sind, sondern andere Dinge, und dass dieses Prinzip und dieser Arbeitsvorschlag nicht funktionieren würde in einem anderen Kulturkreis. I've heard that summarized by saying that much of the world is event-oriented, while Western civilization is primarily time-oriented. Ich habe diesen Einwand auch schon gehört in einem anderen Zusammenhang, dass einfach die westliche Welt mehr zeitorientiert ist, während der Rest der Welt, der größte Bestandteil der restlichen Welt, eigentlich ereignisorientiert ist. And I want to assure you that I have tested this in many, many, many cultures around the world. Aber ich kann euch versichern, ich habe diese Idee getestet in verschiedenen Kulturen überall auf der Welt. One of the most event cultures I've observed closely, by closely I mean a few weeks, is the Philippines. Und das Land, das am meisten ereignisorientiert ist, das ich zumindest kenne und beobachtet habe, sind die Philippinen. Did I mention to you yesterday about Cliff Bedell's sign? Yeah. Yeah. Planned negligence. Gestern habe ich gesprochen von der geplanten Vernachlässigung. You see, with this kind of an approach, you are not changing your attitude with regard to the importance of people or their culture. You're trying to get control of your life and your day. Aber mit dieser Arbeitsweise, die vorgeschlagen und vorgestellt wurde, verändere ich ja nicht die Gesellschaft oder die anderen Menschen, sondern plane nur meinen eigenen Tag. And for goodness sakes, this is never the kind of thing you show your parishioners or your subordinates or whatever. This is your tool, and you keep it very, very secret. Und das ist eigentlich eine ganz persönliche, geheime, eigene Angelegenheit, die man eigentlich nicht nach außen hin veröffentlicht und weitergibt. But you've raised a very important point. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiger Punkt, der hier angesprochen wurde. And if the approach to this kind of living produces an irritation to the culture in which you're working, then you've got to adjust it by all means. Und falls dieser Vorschlag irgendwelche Irritationen in der jeweiligen Kultur hervorrufen würde, dann müsste man es natürlich anpassen oder abstellen. But there are some other, yes. Yeah, I would underline that statement, and I would just also give a testimony of having worked in a local church situation for the last few months or 9 months, and we realized as a family or as a couple that we couldn't even get an evening for ourselves, and so I blocked out time. I actually started to have a sheet which shows me the whole month, and it's blocked into morning, early morning, afternoon, evening times. Ich möchte das übersetzen, damit es nicht zu lang wird. Der Einwand ist, oder die Bestätigung eigentlich, geht in die gleiche Richtung. Auch wir haben die ähnliche Erfahrung gemacht, dass wir als Familie oft nicht die Zeit gefunden haben, in der Gemeindesituation Zeit für uns zu finden, und haben dann in unserem Kalender Zeiten eingetragen, speziell um mit der Familie zusammen zu sein. And for us, we started after a few months of struggling with it, without that block system. We decided to do it, and then we had every Thursday evening as our family evening and evening for my wife, and everyone accepted it when I said I have a date there, and it works great. It's just a few months. I'm not. Einige Monate haben wir uns sehr schwer getan, und dann haben wir uns einfach den Donnerstagabend freigehalten als Familie, und es hat nachher wunderbar funktioniert. Wonderful testimony.
I remember one of my, when our kids were still little and at home. Ich erinnere mich an die Zeit, als meine Kinder noch sehr klein waren. This pastor called me up and said, hey, Hendrix, would you preach for me next Sunday? I've got to go out of town. Hat er mich angerufen, würdest du für mich predigen am nächsten Sonntag? Ich muss aus der Stadt. And I said, no, I'm tied up. Habe ich gesagt, nein, tut mir leid, ich kann nicht. He said, well, where are you preaching? Hat er mich gefragt, ja, wo predigst du denn? I said, I'm not. Habe ich gesagt, nein, ich predige überhaupt nicht. Well, he said, where are you going? I said, I'm not going anywhere. Ja, wo gehst du denn hin? Ich sagte, ich gehe überhaupt nirgends hin. I said, I'm going to take my pretty little wife and my mean little kids to church, and I'm going to sit with them in church. Ich nehme meine Familie und gehe mit ihnen in die Kirche und werde dort sitzen. The guy was indignant. Und er war fast beleidigt. That's his problem. Aber das war sein Problem. Figure out what's important and make the time for it. Finde heraus, was wichtig ist, und dann wirst du auch eine Zeit dafür finden. I would like for you to never again talk about finding time, but rather talk about making time. Ich möchte auch nicht darüber reden, wie man Zeit findet, sondern wie man die Zeit macht. You were going to say. Yeah, we've started doing this in our office as well. We write out all that we want to get done that day on a list. Some prioritise, some don't. And we get together in the morning. Coordinate. Before we start work, or at 8 o'clock or whatever, and we discuss what we're going to be doing so that we can coordinate and see what we're expecting from other people, and so that we can work together on that, and that helps us to not keep disturbing each other. A little too long there. Wir haben His mind doesn't hold wir haben up. diese Idee auch in unserem Büro umgesetzt und schreiben uns für jeden Tag die Ziele und die Arbeiten auf, die getan werden müssen, und dann kommen wir morgens vor der Arbeit zusammen und besprechen, wer was und mit welcher Priorität tun soll. Does it help? Hilft es euch? Eindeutig ja. If it helps just that much, is it worth doing? Und wenn es nur ganz wenig hilft, ist es trotzdem wert, das zu tun? Hey, when I started out in the ministry, I wanted the world by the tail in a downhill pull. How do you say that in German? Als ich angefangen habe mit meinem Dienst, da wollte ich die ganze Welt verändern. You keep the Dutch out of it. But I have long since decided, man, if I can just improve this thing a percentage point or 2 or 3 or 4, boy howdy, I'll go for it. Aber über die Jahre habe ich festgestellt, wenn ich nur die ganze Sache ein klein wenig verändern kann, dann möchte ich es trotzdem tun. Now, let me pick up on something that the lady said here. Ich möchte hier einsteigen, was die Dame gerade vorher gesagt hatte. If I heard you correctly, you said you do this each morning. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, dass ihr das jeden Morgen tut. Some of it can't be done until the morning, but wherever possible, do it the afternoon or night before. Einiges kann nicht vorher getan werden, aber was immer vorher getan werden kann, sollte am vorigen Tag zuvor, am Nachmittag oder am Abend zuvor getan werden. Very important. Das ist sehr, sehr wichtig. Why? Warum? Anybody know? Weiß irgendjemand warum? We should quit that. Why? Why is this important to do it the night before? Warum ist es so wichtig, am Abend zuvor diese Liste zu erstellen? You ought to get that thing fixed. The reason is that the subconscious mind, wherever it is, whatever it is, I don't understand all that, but I read about it in a book once. The subconscious mind works on these items overnight. Der Grund ist, dass das Unterbewusstsein, was immer das auch bedeutet, ich habe es irgendwo mal im Buch gelesen, das Unterbewusstsein arbeitet schon an der Sache über Nacht. I'm surprised that no one has brought up yet the matter of interruptions. Ich bin überrascht, dass noch niemand den ganzen Bereich der Unterbrechungen hier erwähnt hat in dem Zusammenhang. Did we talk about interruptions yesterday? Haben wir gestern schon über die Unterbrechungen gesprochen? Well, he taught us to change our philosophy, so we won't say anything anymore.
Du hast uns gelehrt, dass wir unsere Philosophie diesbezüglich verändern sollen. Deswegen melden wir uns noch immer. We should plan interruptions. Wir sollten die Unterbrechungen planen. Allow some time each day for interruptions because they will come. Plane auch schon eine gewisse Zeit von Unterbrechungen ein, weil sie mit Sicherheit kommen werden. Let me give you a very useful phrase that I don't think I gave you yesterday. Ich möchte euch einen ganz sinnvollen Satz weitergeben, den ich glaube ich gestern nicht erwähnt hatte. Say to your interrupter, Sage zu demjenigen, der euch unterbricht, before you go, let's pray. bevor du gehst, lasst uns beten. Now, I don't mean to be sacrilegious, irreverent. Ich möchte da nicht irreverent. Irreverent, whatever. Ich möchte nicht unehrerbietig an dieser Stelle sein, dem Göttlichen gegenüber. Do it for 30 days and you'll do it for the rest of your life. Wendet diese Prinzipien an für die nächsten 30 Tage und ihr werdet sie für den Rest eures Lebens sinnvoll und brauchbar finden. I have never known or read about or heard about anyone who was a great achiever who wasn't an extremist in the use of his time. Ich habe niemanden getroffen, der sehr viel erreicht hat und große Dinge erreicht hat, der nicht ein Extremist war in Bezug auf den Gebrauch und die Verwendung seiner Zeit. But this is something that you do inside. This is internal. You don't talk about it. You don't project. Well, I'm on a schedule. I'm busy. I'm on a schedule. This is your tool. And nobody ever knows about it except Aber you. das ist dein ganz persönliches Werkzeug und du stülpst es nicht irgendjemand über und sagst ihm, ich habe keine Zeit, ich muss mich an meinen Plan halten, sondern es ist eine ganz persönliche Richtschnur. Any other observation? Yes. Dennis? Question with the list. Sometimes I think it's sometimes we're maybe a bit over optimistic how many projects on the list we can do in one day. And so by the end of the week, the list, as we reprioritize, it seems to grow beyond 7. And with that, and then when we accomplish less than 7 in a day, there's a bit of a dissatisfaction. Frustration? Yeah. Is there anything Ja. helpful with that in regard to knowing how much one can actually accomplish in a day and some projects, of course, Die stretch Frage themselves out? ist, dass wir uns sehr optimistisch manchmal geben in Bezug auf was wir erledigen können innerhalb eines Tages und am Ende der Woche stellen wir fest, dass unsere Liste die 7 Punkte weit überschritten hat und wir sind letztendlich frustriert. Gibt es da irgendwelche Vorschläge? Sometimes you'll only get one thing done. Manchmal kann es sein, dass du nur eine einzelne Position erledigen kannst. But at least you hope with this system that you've done what was most important with regard to your ministry. Aber mit diesem System hast du wenigstens die Garantie und Hoffnung, dass du das Allerwichtigste in Bezug auf deinen Dienst und deine Arbeit getan hast. Some other days you will get them all done and look for things to add to the list. Und an anderen Tagen kannst du die ganze Liste abhaken und nach weiteren Dingen Ausschau halten, was du noch zu dieser Liste hinzufügen könntest. No problem. Gar kein Problem. You learn as you experiment with this little tool. Du lernst, indem du experimentierst mit diesem kleinen Handwerkzeug. Items that are still on the list at the end of the day should be carried over to the next day, but re-evaluated. Und die unerledigten Dinge der Liste sollen weitergeführt werden am nächsten Tag auf der Liste, aber mit einer neuen Bewertung. And again, this is something that's yours. You don't talk about it. You don't advertise it. Und nochmal, das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Du redest nicht drüber und du verkündigst es auch nicht und wirbst damit. The biggest, the most successful achievers I know never give the feeling of being busy or pressed or on a tight schedule. Die erfolgreichsten Leute, die ich kenne und die sehr beschäftigt sind,
die geben niemals den Eindruck den anderen, dass sie sehr unter Druck stehen und keine Zeit haben. If we have time and if you're interested, I would like to tell you the story of the busiest man I've ever known, the man who achieves more than anyone I've ever known in my 57 years. If you're interested, when we have 2 or 3 minutes. Falls ihr daran Interesse habt und wir ein paar Minuten Zeit haben, dann erzähle ich euch gerne die Geschichte von dem beschäftigsten Mann, den ich kenne. Any other comments about this? Irgendwelche andere Kommentare zu diesem Thema? Will you try it? Werdet ihr es versuchen? Try it for 30 days. It'll change your whole life. Wouldn't you like to be able to achieve twice as much without neglecting your family, without injuring your health? Versucht es wenigstens 30 Tage und es wird euer Leben verändern. Wollt ihr nicht auch mehr erreichen, doppelt so viel erreichen, ohne eure Familie und euer Leben und eure Gesundheit aufs Spiel zu setzen? But this is contrary to everything in us as human beings. Aber das widerstrebt uns irgendwie von unserer natürlichen Befähigung. Yes, sir. I think it is very important what you said, that you have the balance, because I can very easily see some people starting their list, and I have done it in the past, and get very excited about the list, but get a real slave to the list. And everybody who even comes near, you already know, boy, her, she or he has a list. Make sure you don't come into their way. You know, this is what, I mean, I'm not saying we shouldn't do it. I say we must do it. I think there's no other way. But I think it's very important to stress this one, what you already said. That it's secret. It's our thing. Yeah. And the others should not have the impression, you know, you cannot talk to that person, you cannot talk to that person. Die Bemerkung hier war, dass sehr wichtig ist, dass wir nicht Sklaven der Liste werden und dass wir uns dann fürchten, irgendjemanden in den Weg zu treten, der so eine Liste führt, weil wir Angst haben, dieser Person einen Strich durch ihr Konzept zu machen, sondern dass wir da auch eine gewisse Ausgeglichenheit haben und nicht den Eindruck vermitteln, dass wir zu sehr an der Liste kleben. Let me give you just a little clue here. Ich möchte hier eine Schlussfolgerung geben. When someone comes in and wants to see you, whether it's a peer, boss, or a subordinate, I hate those words, but you know what I mean. Wenn jemand kommt, um mit euch zu reden, egal ob das jetzt ein Vorgesetzter oder ein Untergebener ist, auch wenn ich diese Worte nicht sehr liebe, give them your full attention. Dann sollst du ihm deine ganze Aufmerksamkeit schenken. Look them right in the eye. Schaut ihm direkt in die Augen. Lean over the table and get close to them. Lehnt euch über den Tisch und kommt ihm ein bisschen näher. Don't sit back and fold your arms. Lehnt euch nicht zurück Bad body language. und faltet die Arme übereinander. Das ist eine schlechte What Körpersprache. do you want, Joe? A good free time. Right now. Right now. Don't look at your watch. Schaut nicht auf die Uhr. Don't fidget. What is it? Don't fidget. What is it? Mess around. Ja. Keine nervösen Bewegungen zwischendurch. Here's another thing. When people walk past the open door behind you, don't look up. Wenn jemand anders sich im Hintergrund bewegt, schaut nicht auf. You're ugly. I think He's gonna have those tablets again. You're standing over there. Do you see the point I'm making? This is all his friends. A good... With friends like him, I don't need any enemies. With good attention, no... this sort of thing. You can accomplish in 1 minute more than in 15 minutes without... Mit ganzer Aufmerksamkeit kann man in 1 Minute mehr erreichen als vielleicht in 15 ohne große Aufmerksamkeit. You were going to say something before I interrupted? No, that's okay. Okay. Sir? What you just said about looking at the watch and watching people walk around in the distance, something I'm very conscious of doing a lot.
Yeah, it's a bad habit. Du hast gerade erwähnt, dass es eine schlechte Angewohnheit ist, immer auf die Uhr zu schauen oder die Leute im Hintergrund zu beobachten. Und ich ertappe mich dabei auch sehr oft. What do you do about, or how do you go about terminating that conversation? Terminating the other person's noise. Was tust du, um das Gespräch dann letztendlich zu beenden, falls der andere das nicht merkt, dass es zum Ende kommen sollte? I somewhat facetiously said, before you go, let's pray. That's a bit facetious. Ich sage dann vielleicht manchmal ein bisschen offensichtlich, bevor du gehst, wollen wir noch zusammen beten. But here are some other things that you can say when you encounter a time waster. Aber du gibst noch gewisse andere Bemerkungen, die du einflechten kannst, wenn du merkst, dass die ganze Begegnung nur eine Zeitverschwendung ist. Joe, make a note of that and let's set up a time when we can discuss it. And in preparation, please do some research and bring me your thinking. Du kannst zum Beispiel sagen, Joe, mach dir eine Notiz über das Thema und stelle einige weitere Untersuchungen ein, und wenn du fertig bist, kannst du wieder kommen. Or just simply say, I would love to explore that further, but I think we ought to do it when we both have thought about it and when we've planned for it. Oder du sagst, ich würde gerne noch weiter darüber nachdenken oder weiter daran arbeiten, aber wir müssen zuerst noch etwas Zeit verstreichen lassen und noch weitere Überlegungen anstellen. Now remember, I'm talking about how to handle a time waster. Ich rede jetzt darüber, wie man eine Zeitverschwendung umgehen kann. If a person has come to see you and that person is facing a crisis and needs your undivided attention, then you might have to readjust everything. Aber man muss sich da eventuell anpassen, wenn eine Person kommt, die Probleme hat und deine volle Aufmerksamkeit braucht. But there are a lot of these people who, if you won't give them an hour of sympathy, they'll go next door and get it. Es gibt aber viele Leute, die, wenn sie die Stunde der Sympathie nicht bei dir erhalten, dass sie dann zur nächsten Tür gehen und dort ein Schwätzchen halten. And some of these people's sympathy pails have big holes in the bottom. Einige dieser Leute haben großes Sympathiedefizit. You'll find a way, if you feel free to control your day. But if you are in bondage to whoever calls you on the phone, walks past your door, or knocks on your front door, if you are in bondage to them, then there's nothing I can do, nothing anybody can do to help you. Aber wenn du gebunden bist an all die Verpflichtungen, die auftauchen, weil ein Telefon klingelt oder weil jemand an die Tür klopft, dann bist du nicht frei für die Zeit, die du eigentlich zur Verfügung stellen könntest für solche Gespräche. Recently in this magazine there was an advertisement about a diary to manage your time, and although I didn't go for it because they asked for more than 500 Deutschmark for this diary, and Forget it. in the advertisement it said you should log out only 60% of your time as fixed work and 40% you should allow for Flexible. Vor kurzem war hier in der IDEA eine Anzeige über einen Kalender zum Zeitmanagement, und in dieser Anzeige stand auch, dass man nur 60% seiner Zeit wirklich verplanen sollte, und die Frage war, was hältst du von diesen Planern? That was Time Design from Sweden, was it? Das ist ein I don't remember, but it Design was von horrendous Schweden. in its pricing. Es war aber sehr forget it. teuer. You don't need to spend money, but Yeah, I think it came from Sweden. you see, Time Design is the trade name. Time Design has made the very best, most sophisticated diary materials and support materials anywhere in the world, by far. Ihr braucht da nicht sehr viel Geld ausgeben. Es gibt da den Time Manager, der das beste System erstellt hat, bei weitem. But I just simply use a little day timer. Aber man braucht da nur ein ganz einfaches Notizbuch, einen Kalender. And I have one
thing that puts a whole month on 2 pages. Und ich habe da eine Doppelseite, auf der also ein Monat drauf ist. And then I have another version of this where it's quite a bit bigger. It lays on my desk, and when I'm in the office, then I can make appointments by the hour. Und dieser andere Kalender, der zweite Kalender, den ich noch habe, der liegt in meinem Büro. Das ist etwas detaillierter, da kann ich dann jede Stunde Termine festlegen. But you don't even need to spend that much money. Aber man muss nicht mal so viel Geld ausgeben. This'll do. Ein Stück Papier genügt genauso. Just put up here Monday, Thursday, 2 March 89, and right there you got it. Kann einfach das Datum draufschreiben und das genügt schon. Mehr You braucht don't man need to gar spend nicht. money. What you need to do is change your way of thinking about who controls your day. Was du ändern solltest, ist dein Denken, wer deinen Tag bestimmt. Tilt. How do you say tilt, Joe? I don't know. Ausgeschaltet, ja. Don't buy time design. Give the money to. Also kauft euch nicht diese teuren Kalender, diese Zeitplaner, sondern gebt das Geld und legt das Geld sinnvoller an. Gebt es zum Beispiel meiner Unterstützung. They're outside your 100-mile limit. What's it? Oh, I see. Who asked you? I'm sorry. Yeah, go ahead. We've been together for 2 weeks now, and I haven't known you a week. What do you mean, 2 weeks? oh, It seems like 2 weeks. I saw that coming, and I couldn't get out of the way of it. All right, now let's switch gears and talk about. Let's see, we got time. Are you all right? Do you need to stand up, or are you okay? Seid ihr noch fit? Feel free now. If anytime you need to stand and go lean against the window or lean out the window or whatever, do so. Falls ihr euch müde fühlt, steht auf und fühlt euch frei, hier aus dem Fenster rauszuschauen. Are we doing okay, Fritz? Yeah, we are. I have already made some of my list. What I Oh, have to do. well, one is talk to Hendrix. Number 1 on his list is to take me over to his house to meet his wife and beautiful little family, which I'm promised for tonight. Let's talk now about corporate goal setting. Wir wollen uns jetzt Gedanken machen über Ziele für unsere Organisationen. The larger the number of people, the more complex this thing becomes. Je größer oder je mehr Leute damit zusammenhängen, desto komplizierter und komplexer wird die ganze Sache. If I had the time, I would talk to you about how an organization needs a mission or vision statement. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich jetzt anfangen darüber zu reden, wie sehr eine Mission ein Blick oder ein missionstheologisches Papier braucht. And then I would talk to you about how you extrapolate from that statement the focus statement for the organization. Und aus diesen Feststellungen heraus kann man dann gewisse übergeordnete Ziele der Gesamtorganisation festlegen. Being able to focus in is very important for organizations just as it is for individuals. Diese klaren Zielvorstellungen zu haben, ist für eine Organisation genauso wichtig wie für individuelle Personen. Fritz can go running out of this door in a few minutes and say, I'm just going to get everything done that needs to be done in OM Germany, and I'm going to get it done today. Fritz kann jetzt sehr schnell hier zur Türe rausgehen und sagen, alle Aufgaben und alles, was wir für OM Deutschland machen müssen, können wir schnell erledigen. In Texas, we refer to that as jumping on your horse and riding off in all directions at once. In Texas nennen wir diesen Ausdruck aufs Pferd springen und in alle 4 Richtungen gleichzeitig losreiten. Or Fritz can go out of that door and say, here are all of these things that I would like to do, and they need to be done, but I'm focusing only on these things. Aber Fritz kann genauso gut aus der Türe hinausgehen und sagen, hier sind all diese schönen Ziele, die wir tun sollten, aber ich möchte mich jetzt auf diesen Bereich konzentrieren.
Now, one of the tasks that you face as a leader of other human beings is helping them come to the place that they embrace the vision and subscribe to the focus. Als Leiter von verschiedenen individuellen Persönlichkeiten ist es sehr wichtig, dass man zu dem Stadium kommt, dass jeder Einzelne die Vision und den Blick für die Arbeit und für den Arbeitsbereich bekommt. This little drawing is a very feeble attempt to come to grips with the cross currents of practicality and spiritual issues that we face in organizations such as OM. Diese Zeichnung hier auf dem Overhead ist ein schwacher Versuch, die Zusammenhänge aufzuzeigen, die zwischen der praktischen Möglichkeit und der geistlichen Komponente besteht. This graphic is not done very well. I've redone it hundreds of times and I still can't find a way to graphically communicate. If you can help me improve it, please do so. Ich habe schon vielleicht 100 Mal an dieser Grafik gearbeitet, es ist immer noch nicht zufriedenstellend und falls ihr eine neue Idee habt, könnt ihr mir gerne weiterhelfen. Maybe you're working with your board or committee. Vielleicht arbeitet ihr auch mit einem Aufsichtsrat oder mit einem Komitee. Maybe you're working over here with some volunteers. Vielleicht arbeitet ihr auch hier mit freiwilligen Helfern. Or maybe you're working with some people who are full-time in the ministry with you. Oder ihr arbeitet mit Sicherheit auch mit Leuten, die vollzeitig im Dienst stehen. If all of you can come to an agreement on some words, whether they're these words or other words, it doesn't make any difference. But if you can come to some agreements as to what these words mean conceptually, you're way ahead. Und wenn ihr euch alle zusammen einigen könnt auf Begriffe, die diesen Bereich hier ausfüllen, dann habt ihr schon einen großen Schritt nach vorne getan. At the top, sitting in judgment on everything else, controlling everything else, are our absolutes. Ganz oben, sozusagen alles kontrollierend, stehen die absoluten Werte. Notice on my feeble little chart that above this line, no change takes place. Bemerkt ihr auf meiner Karte, dass oberhalb dieser Linie keine Veränderung stattfindet. As you go down this inverted pyramid, change is more apt to take place. Und je weiter wir nach unten kommen, desto wahrscheinlicher und möglicher werden Veränderungen. As you go up this inverted pyramid, change is less apt. Und wenn wir nach oben gehen, dann nehmen die Veränderungen ab. But up here there are no changes. Aber ab da oben gibt es keine Veränderungen. I wonder if you'd like to mention those words and point to them while we get a translation. Yes, the word here is absolutes for those of you where it's not coming through clearly on the screen. Das richtige Wort im oberen Bereich sind die absoluten Werte. Yeah, the word here is absolutes, purpose, objectives, goals and methods. Die 4 Bereiche sind also die absoluten Werte, dann die Zwecke, die Ziele und Wege und Methoden. Yeah, change here, no change above, increases and decreases. Die Worte auf der linken Seite, Veränderung nach unten, increase, also nehmen zu, und nach oben nehmen die Veränderungen ab. This will all make sense in just a moment. Just hang on. Einen Moment, dann wird alles Sinn ergeben, was wir hier sehen. These are our absolutes, and these are theological ideas, concepts derived from Holy Writ. Und diese absoluten Werte sind Dinge, die wir direkt aus der Bibel ableiten, theologische Grundlagen sozusagen. In this session, we're not even going to talk about those. In unserer Besprechung hier reden wir überhaupt nicht über diese Dinge. But when you have a staff meeting or a committee meeting out there, you are apt to talk about nothing but that, and that's a mistake.
Und wenn ihr Besprechungen habt, Mitarbeiterbesprechungen oder Committee-Meetings, dann redet ihr vielleicht nur über diese Dinge und das ist ein Fehler. This is not where we get in trouble. It's Da- down here that we get in trouble. Da oben kommen wir gewöhnlich auch nicht in Probleme, sondern weiter unten. So underneath the word absolutes, you might put parentheses, theological, dash, scripture. Unter diese absoluten Input. Werte könnt ihr vielleicht auch in Klammern schreiben, theologische Grundlagen. Now the next word is purpose. Das nächste Wort drunter ist der Zweck. Purpose is that mission, little m, mission or vision statement. Der Zweck ist also das Missionspapier oder das Visionspapier, also den Blick nach draußen. Maybe underneath the word purpose you would like to put parentheses, vision, mission, Unter dieses Wort Zweck könnt ihr auch in Klammern schreiben Vision oder Mission. no, not focus, that comes later. Reason for existence. Oder Gründe für die eigene Reason for Existenz. existence. Gründe für die Existenz der Organisation. Now, listen very carefully, this is important. Das ist sehr wichtig, ihr müsst jetzt sehr aufmerksam zuhören. The purpose statement, and it's usually just a sentence, a paragraph at the very most. You hope it'll be just a sentence. Diese Zweckbeschreibung ist normalerweise sehr kurz, vielleicht ein Satz oder ein kurzer Abschnitt. This is psychological and promotional in its value. Der Wert ist psychologischer Art, aber auch um die Förderung der ganzen Sache. Do you know the word motto? Das sozusagen das Is there a German Motto. word? Ja, das ist exactly the same. Motto. You need this, and this gets high visibility. You might put it on a sign outside somewhere. Das ist ein sehr offensichtlicher, nach außen stehender Beschluss oder ein Paragraph und ihr könnt es vielleicht sogar nach außen hin publizieren. But this is not where we get in trouble. Aber das ist immer noch nicht, wo wir in Probleme geraten, This is not where we get in trouble. auch nicht oben in den absoluten Bereichen. When you get down here, this is where we start getting into trouble. Aber hier weiter unten, nächsten Begriff, kommen wir in Probleme. Excuse me when I interrupt you. Could you explain a little bit the difference between objectives and goals, I will. because we have the same word in German. Yes, I will. The difference between Die objectives and goals. nächsten zwei Bereiche, das sind die Objektive und die Ziele. Und er soll es etwas auseinanderhalten, weil wir im Deutschen ja nur den Begriff Ziel haben. In the first place, in many books that you pick up on this subject, goals will be up here and objectives will be down here, the smaller. They will be inverted. In vielen Büchern, die man liest, sind die beiden Bereiche vertauscht, dass also die Ziele oben stehen und die Objektive weiter unten. Doesn't matter one bit. Aber das macht überhaupt keinen großen Unterschied. It's not the words that matter, it's the concepts and how you use them to achieve that matters. Die Worte sind nicht sehr bedeutungsvoll, sondern die Konzepte, die dahinter stehen. Whatever word you put in here, this means long range end results. Diese Objektive sind also Ziele, die auf lange Sicht erreicht werden sollen. Now, let's pause for a minute. Lasst uns einen Moment drüber nachdenken. What is long range? Was heißt langfristig? I don't know. Ich weiß nicht. I do know that whatever it used to be 5 years, 10 years ago, it's a whole lot shorter now. Ich weiß, dass das vor 5 oder 10 Jahren, was damals lang bedeutete, heute viel kürzer ist. Some of the tasks you're involved in, a year might be very long range. In einigen Aufgabenbereichen könnte ein Jahr schon sehr langfristig sein. Other tasks you might be able to squint and look down the road for 3 years. In anderen Aufgaben
redet man vielleicht langfristig, bei langfristig denkt man vielleicht an 3 Jahre. But objectives, as I'm using the word here in this place, are the long-range end results. Aber die Objektive, die langfristigen Ziele sind also die Endergebnisse, von denen ich hier rede. Now, Fritz, are you still here? Fritz, bist du immer noch da? I like picking on you because you're so good-natured. How about if we say that by 31 December 1991, we want OM Germany to have made a great impact in Germany. Is that an objective? Wie wäre es, wenn wir sagen würden, bis zum 31. Dezember 1991 wollen wir, dass OM Deutschland einen großen Einfluss hier in Deutschland hat. Ja. Wäre das nicht ein großartiges, langfristiges Ziel? Nein. It has one element though. Es hat zwar ein Element. What's the one element that it's got that you gotta have? A date. Das wichtige Element, was dieses Ziel hat, das ist das Datum, der Termin. I hear these missionaries say, I want a closer walk with the Lord. Ich höre diese Missionare, die sagen, ich möchte enger oder näher beim Herrn leben. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? That's verbiage. You know the word Das ist verbiage? verbaler Abfall, Meaningless. bedeutungslos. Yeah. Or I want to be a better father. Oder ich möchte ein besserer Vater sein. But Fritz, are you still here? Aber I'm Fritz, sorry about that. That's really dumb. How about if we say that by 31 December 1990, we want to have recruited 200 people for that country, 400 people for this effort, and then we want to have increased our donor base by 25,000 new donors. We want to have recovered 10,000 lapsed donors, and we want our income, total income for all causes, to be up by 35%. oder Fritz, wie wäre es, wenn wir sagen würden, bis zum Dezember 1990 wollen wir 400 Mitarbeiter für das eine Feld gewinnen und 200 Mitarbeiter für das andere Feld. Außerdem wollen wir bis zu diesem Zeitpunkt 25.000 neue Spender gewinnen und außerdem noch unser gesamtes Einkommen um 35% erhöhen. Now we're cooking, aren't we? Great. Jetzt beginnt etwas zu kochen. Are you listening to me? Hört ihr zu? Look right up here in my bloodshot eyes. Schaut ihr in meinen blutlaufenden You know why Augen? my eyes are bloodshot? I was out with these rowdy people. Wisst ihr, warum mein Auge blutunterlaufen ist? Weil ich mit einigen Rowdies unterwegs war. He's the one who drove the car. We accept no responsibility. What's that little car going to be when it grows up? I was wondering. A double-decker bus, probably. Do I have your attention now? I have to do something with your attention. You've just lost mine. So, now if I could just lose you. He thinks he's so smart because he's behind the camera. He thinks nobody will ever find out who's doing this. It's David Armstrong, everybody. Okay, now that I've got your attention, listen very carefully. An objective / goal, whatever, is never valid until it can be measured in time and in quantity. Ein Ziel, auch ein langfristiges Ziel, ist niemals ein Ziel, es sei denn, man kann es messen in Zeitbegriffen und Quantitätsbegriffen. Sir. Some of your
things you mentioned, I know that you just mentioned them, are quite realistic, some are a little bit unrealistic, but the main problem I don't see even in the goals, not even don't see in the time. The main problem I would see that we would have to change certain number of principles. Die Dinge, die du hier erwähnt hast, sind mit Sicherheit sehr interessant. Und principles are working against such a growth-orientated movement. Und ich denke, speziell, wo wir uns verändern müssen, stoßen wir an Grenzen und Schwierigkeiten bei unserer Organisation, die sehr auf Wachstum ausgerichtet ist. Help me just a little bit. What would be a principle that would be an obstacle? Hilf mir doch weiter und sag mir irgendein Prinzip, das hier ein Hindernis bilden würde. See, we have the principle, for example, that people have to have their personal support, and if they're working in an office situation, we know by experience and we know by comparison with other missions, they have changed long time ago, this principle, that this is very difficult and it's hindering us to go forward. I'm not saying we are not able to find the money. I think there are other ways to find the money than just personal support for the people who are washing the dishes here or for people who are using the typewriters here in the office. So we would have to change something here in order to accept people who would be even willing to come, but because of our principle, you must have personal support, we chase them away. So we would have to change something here. Wir haben zum Beispiel hier innerhalb unserer Arbeit dieses Prinzip, dass wir nur Leute aufnehmen, die eine persönliche Unterstützung mitbringen. Und das ist oft sehr schwierig hier im Inlandsbereich, besonders wenn Leute im Haushaltsbereich oder in dem Büro arbeiten, eine persönliche Unterstützung, die gewisse Grundlage hierzu zu finden. Und wir müssten da, um vorwärts zu gehen, diese Prinzipien abändern und neue Wege finden, vielleicht um Quellen zu erschließen, um auch in der Weise vorwärts zu gehen, wie du es vorgeschlagen hast. This is not only our problem in Germany, it becomes the problem of actually all of Europe or in countries more or less. Das ist nicht nur ein Problem hier in Deutschland, sondern in den meisten Heimatbüros in Europa. When OM was a little family of a few people, these policies, I would call them policies rather than principles, these policies not only worked well, they probably gave you a good warm feeling. Als OM eine kleine Familie war, dann haben diese Regeln sehr gut funktioniert und haben uns auch noch ein gutes, warmes Gefühl vermittelt, familiäres Gefühl. Now you've got to ask yourself the question, okay, are these policies sacred or can they be changed for the sake of growth and greater achievement? Und wir müssen uns das natürlich fragen, als die Organisation größer wurde, sind diese Regeln heilig oder können wir diese Regeln opfern, um größere Ziele zu erreichen? There is a tendency to put policy up here in this category. Es gibt diese Gefahr, dass man die Regeln hier nach oben verfrachtet in die absoluten Werte hinein. And listen very carefully to me now because I want to tell you something important, very important. Jetzt müsst ihr ganz aufmerksam zuhören, ich sage euch was ganz Wichtiges. If you can get your people to see the differences between absolutes and purpose and so on, and they will know we are not changing the absolutes. All we're doing is changing some policies. Wenn es euch gelingt, euren Leuten klarzumachen, den Unterschied zwischen den absoluten Werten und den zweckbestimmten Werten weiter unten, dass wir eigentlich keine absoluten Werte verändern wollen und keine theologischen Grundwerte verändern wollen, then you might get away with it. dann habt ihr gewonnen. I can give you names and addresses of missionary organizations Ich kann euch Namen und Adressen von Missionsgesellschaften geben, that have gone out of business or they had to be taken over by someone else. They got down to 3 or 4 or 5 or 10 people. die
haben fast zumachen müssen, waren nur noch 3, 4 Leute übrig oder wurden übernommen von anderen Organisationen, because they could or would not change. weil sie nicht konnten oder nicht wollten, eine Veränderung über sich ergehen zu lassen. What this is supposed to do is to help us see what kinds of changes need to be made in order to achieve our objectives or our goals. Diese Grafik und diese Darstellung soll uns helfen, welche Veränderungen vorgenommen werden müssen, damit wir unsere Ziele, unsere langfristigen Ziele auch erreichen können. I'd like to come back to that, but let me finish this pyramid. Ich werde nachher darauf nochmal zurückkommen, aber ich möchte jetzt erst nochmal die Pyramide hier weiter besprechen. I put the word goals down here, and you can invert those words, insert your own words from your own language. It doesn't matter what words you have here. It's the concept that's important. Nach den langfristigen Zielen habe ich hier die anderen Ziele aufgeschrieben, aber ihr könnt die Worte auch austauschen und andere passende Worte für finden. A goal is a short range, intermediate, measurable achievement. Ein Ziel ist eine kurzfristige Vorgabe, die auch messbar ist. A short range, intermediate, measurable achievement. Do you see? Ein kurzfristig erreichbares und messbares Ziel. Ein Zwischenziel sozusagen. Objectives, in this category, I mean long range, and here I mean short range. Die objektiven, die langfristigen Ziele und hier die Zwischenziele der nächsten unteren Stufe. Now I've had people tell me, well, this is redundant. You don't need both of those. Just have one. Einige sagen mir da, das ist ja doppelt gemoppelt, wir brauchen nicht beides. Eines würde ja genügen. Just make sure it's measurable in time and in quantity. Nur stell sicher, dass es messbar ist in Zeit und Quantitätsbegriffen. But I think you need both in many instances so that as you go through the week or the month working toward the year, you've got some measurement. Aber ich denke trotzdem, dass beides wichtig ist, dass es auch wichtig ist, Zwischenziele zu haben, wo man immer wieder messen kann, wo man steht. Now, down at the bottom is the word methods. Und ganz unten an der Spitze finden wir die Methoden. You might put in parentheses activities, functions, or programs. In Klammern könnt ihr vielleicht schreiben Programme, Methoden und Wege. Some of you look so pained. Einige sehen sehr leidend aus von euch. Maybe pick on my friend here. Ich werde wieder auf meinen Freund hier You'll move to the zurückkommen. back row next. Er wird das nächste Mal ganz hinten sitzen, mit Sicherheit. Yeah, why don't you go in? I'll be glad to help you out. Which way did you come in? How do you tell if a method is a good method or a bad Wie kannst du sagen oder wissen, ob eine Methode eine gute Methode oder eine schlechte ist? First I tried. Ich probiere es zuerst mal But aus, how do you measure it? aber wie kannst du es messen? How do you evaluate whether it's good? Wie kannst du bewerten, ob es gut oder schlecht ist? Look at my chart. Schau dir meine Karte an. I have to see if I reach my goals. Ich muss sehen, ob ich meine Ziele damit erreichen kann. Is it helping us get toward the goal? Hilft es uns, in Richtung unseres Zieles vorwärts zu kommen? But we don't do that in religious organizations. Not even Aber in religiösen evangelical Organisationen, evangelikalen Organisationen wenden wir diese Prinzipien oft nicht an. We get these programs and functions and
meetings or whatever, we get them going, and then the hardest thing on earth to kill is a religious function or activity or method. Wir beginnen mit gewissen Aktionen und Funktionen und Veranstaltungen und das Schwierigste im religiösen Bereich ist, irgendetwas Laufendes zu stoppen. It's true. It's true. Und das ist sehr wahr. You give good answers. I'll let you sit here again sometime. I will see. Ich sollte sich wieder hier vorne platzieren, da gibt es sehr gute Antworten, Eckhart. Okay, now, before we take our coffee break and have a bit of a discussion, hang on, don't forget. You won't forget? Okay. I've got to show you what I came upon in a book by, I think the man was a German Lutheran missionary by the name of Shearer. Ich habe ein Buch gelesen von einem, glaube deutschen lutheranischen Missionar, der hieß Scherer. Can't remember the name of his book, doesn't Ich matter. habe den Namen des Buches leider vergessen, ist aber auch nicht so wichtig. But he had one line that I wrote down and it made a profound impression on me. I want to share it with you. Er hat in diesem Buch eine Zeile geschrieben, die eine große Auswirkung auf mich hatte, die ich sofort niederschrieb. He didn't have a chart like this, of course, but I'm going to relate my little chart to his profound sentence. Er hatte natürlich nicht diese Karte, diese Grafik, aber ich werde diese Grafik zu diesem Satz in Verbindung bringen. Watch the screen now as I give you this quote, and I'll give it to you a couple of times if you want to write it down. Ich werde jetzt dieses Zitat sagen und gleichzeitig auf meine Karte weisen. He said, difficulties arise when attachments proper to faith are transferred uncritically to methods of work. Die Probleme tauchen auf, wenn can you repeat it? Yes. Please? Difficulties arise when attachments proper to faith or doctrine Wenn Dinge, die eigentlich zur Lehre und zum theologischen Unterbau oder Überbau hier gehören, are transferred uncritically to methods of work. unkritisch auf Arbeitsmethoden übertragen werden. You see where I'm headed with this, Fritz? I know where you're going to Siehst head. du, wo ich jetzt hinaus But will, you bring Fritz? us in great difficulty. Aber du bringst uns trotzdem in große Schwierigkeiten. But you're already in great difficulty. Aber das macht ja nichts, du bist ja schon in großen Schwierigkeiten. This will bring a revolution. Das bringt uns eine Revolution ins Haus. No revolution. We're just gonna do it quietly. We're going to do it systematically. We're Aber going to apply Es reason. wird keine Revolution sein, wir werden es langsam tun, in aller Stille, mit gewissen Gründen dahinter. And we're going to draw this little chart out, and we're going to say, what are we willing to die for? What is there here that Und cannot be wir stellen uns changed? einfach aufgrund dieser Frage, dieser Karte die Frage, wofür sind wir bereit zu sterben? Was kann nicht verändert werden? And then we're going to insist that every method is measured by the goal. Und dann bestehen wir darauf, dass jede Methode vom Ziel her gemessen wird. And every goal is judged and measured by the objective. Und jedes jedes kurzfristige Ziel wird gemessen am langfristigen Ziel. And every objective is judged and measured by the purpose. Und jedes langfristige Ziel wird gemessen und bewertet durch die Zweckbestimmung. And all of it sits under the judgment and measurement of our absolutes. Und alles steht unter der Richtschnur des Absoluten. It's only in the religious organization Nur in den religiösen, christlichen Organisationen that we are able to perpetuate the thing and keep it living forever on the basis of sentiment, whether we are achieving. haben wir Anything diese or not. Sentimentalität, dass wir Dinge weiter bestehen lassen, obwohl wir vielleicht Ziele überhaupt nicht mehr erreichen. Now, mind you, your mission is achieving a great deal. Ich möchte euch daran erinnern, dass eure Mission sehr viel erreicht.
I am very impressed. Ich bin sehr beeindruckt. What really troubles me is your potential that you're not realizing. Aber was mich etwas besorgt macht, ist euer Potenzial, dessen ihr euch überhaupt nicht bewusst seid. Well, that's enough ranting and raving. The good-looking man. No, he's Kommt ugly, dieser you hübsche are. junge Mann dran mit seiner Frage? We'll change places. Yes, sir. I wonder whether there is one factor missing, or could be at least in things Fritz talked about and we all know of, and that is actual practice. Ich frage mich, ob in dieser Grafik hier nicht ein Faktor fehlt, und das ist die eigentliche Praxis. We do have methods to raise personal support, to stay with this example. And we found out that they don't work in certain circumstances, especially for all of our from home countries and nationals working in their home countries. Wir haben zum Beispiel Methoden, um bei diesem Beispiel zu bleiben, um persönliche Unterstützung zu bekommen. Because we have an objective beyond that, saying we believe in everyone needs to have a spiritual support. We have Und diese Ziele, die darüber stehen, die stimmen. Jeder sollte diese persönliche Unterstützung mitbringen, aber trotzdem funktionieren sie nicht in gewissen Heimlandessituationen. I wonder whether we have really asked why we should do that. And if we agree that this is a valuable objective or goal, it's still a sub-goal to the larger objective of working toward that great purpose of our movement, which would be, the latest motto I heard was hope to the nations, or to get to know him and to make him known and things like that. We're not in a position to say to every people group by the year 2000, but we have a similar motto like that, to hope for the nations. And that this sub-goal of having your personal support is actually not helping toward that purpose, to reach that purpose. So, and all Und of us know in practice vielleicht that- sollten wir durch uns nochmal überlegen, ob dieses Zwischenziel, das wir haben, dass jeder seine persönliche Unterstützung mitbringt, wirklich zur Erreichung des Zweckes und der langfristigen Ziele auch dienlich ist und ob es uns nicht vielleicht letztendlich sogar hindert bei der Erreichung der geistlichen Ziele. And I think not a single national worker here working in the office, I'm not talking about Americans working in Germany who can be sent out as missionaries, but a German working in Germany is seeing his full support coming in. So Und das ist ein Problem, das wir hier haben, dass I might be keiner mistaken, there may be one or unserer two exceptions or a few, but Heimatmitarbeiter seine volle Unterstützung hat. Und ich rede hier nicht von Missionaren, die ausgesandt werden in andere Länder, sondern die in ihrem eigenen Heimatland bleiben. But is the objective correct? To reach the purpose. Aber die Frage ist natürlich, ob das Ziel hier richtig ist, um den Zweck zu erfüllen. You're thinking correctly now. Du denkst hier sehr richtig auf dieser Linie. You're bringing into question the smaller part so that you can preserve and expand the larger part. Du stellst den kleineren Bereich weiter unten in Frage, damit der große Bereich, das Ziel und der Zweck erreicht werden können. Now, with regard to the particular issue of personalized support, let me make an observation that might help. Maybe. In Bezug auf diesen persönlichen, also für diese persönliche Unterstützung möchte ich eine Beobachtung hier weitergeben an dieser Stelle. Before you do anything more with regard to changing the personalized support approach, I think you need to do everything possible to come into the 20th century with regard to training so that your people know how to get their support. Bevor man irgendetwas verändert an dieser Regel in Bezug auf die persönliche Unterstützung, ist es wichtig, dass man alles tut, um den Einzelnen zu helfen und sie auszubilden, damit sie wissen, wie sie ihre persönliche Unterstützung erhalten können.
Fritz, some of the missions that we're working with, my colleagues and I, we are spending 2 full days, including evenings, doing nothing but training them in support gathering. Ich und mein Mitarbeiter geben gewöhnlich oder oft Seminare, wo wir 2 Tage lang einschließlich der Abende nichts anderes tun, als die Mitarbeiter zu schulen, wie sie ihre persönliche Unterstützung zusammenkriegen können. We're seeing those people go out and get their support in 30, 45 days at the very most. Und gewöhnlich gehen diese Mitarbeiter dann weg und innerhalb von 30, vielleicht 45 Tagen im Maximum haben sie ihre Unterstützung zusammen. So I think that you're faced with a two-prong thing. Are we doing everything that we ought to do to make the present system work? But if we can't make it work, then why not change the system to something that can work for the sake of the goals? Wir haben hier also ein zweifältiges Problem. Zum einen sollten wir alles tun und versuchen, damit das System funktioniert. Und zum anderen, falls es nicht funktioniert, dann müssen wir uns überlegen, ob wir das System ändern, damit die Ziele erreicht werden können. We're late for coffee. Also schon fast zu spät für den Kaffee. Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. We will reconvene at 11. Wir kommen hier zurück um 11 Uhr. You're a grand audience, I'll tell you. Ihr David seid ein Armstrong is going to give großartiges the next Publikum. lecture. I would like to make one statement just for coffee time. Okay. Now, Hendrix, we have now heard all of this, what you have said. And I believe most of us actually believe that you are right. Now, you always called me bishop. Now, I'm not a bishop, but I like the name actually very much. Beyond, above the bishop, is the pope. Now, in our organization, we have not only one pope, we have several popes. Yes. You understand? Yes. Now, how much more would we have to pay you that you are willing to stand before the Pope for him to make the same statements? Is there any hope? Or I'm going to do it, Fritz, on the 13th of March, if you'll be there. You see, I'm not one of the popes. It's not so important I'm there. It is. But it is. I want you there. And how much do we have to pay you if you're at least 50% successful? I mean, we don't expect anything more, but 50% of success, we are willing to do something extra for you. As long as you don't pay me what I'm worth, because I can't live on that. Okay, let's have a good time, coffee time. And let's be back promptly at 11. I'm getting panicky about how far behind I am.